Willkommen zu dieser AU-Klasse Design Collaboration mit AutoCAD Plan 3D. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich bin Senior Technical Support Specialist bei Autodesk, war mehrere Jahre lang der Knowledge Domain Expert für AutoCAD Plan 3D. Nun bin ich es für AutoCAD und Toolset. In dieser AU-Klasse werden wir die Zusammenarbeit mehrerer unterschiedlicher Abteilungen mit jeweils unterschiedlichen Anwendungen in der Cloud besprechen. Alle reden von der Cloud. Und tatsächlich bringt die Cloud einen sehr hohen Mehrwert, der sich vor allem bei der Zusammenarbeit zeigt. Es ist unwichtig, wo die Anwender sitzen, im gleichen Büro oder aber auf verschiedenen Kontinenten, ob sie zur gleichen Firma gehören oder mehrere Firmen zusammenarbeiten. Die Autodesk Cloud-Lösungen ermöglichen diese Zusammenarbeit auf eine sichere und performante Art und Weise. AutoCAD Plan 3D Zusammenarbeitsprojekte Collaboration Project gibt es schon seit der Version 2018. Anfangs noch mit BIM 360 Team, wurde in der Version 2021 zu BIM 360 Design Docs gewechselt. Dies war ein großer Sprung, da jetzt viel spezifischer die Berechtigungen gesetzt werden konnten. Seit Herbst letzten Jahres wurde die Autodesk Construction Cloud, kurz ACC, eingeführt. Diese beinhaltet zwei Plattformen, die Autodesk Construction Cloud Plattform und auch die schon vorhandene BIM 360 Plattform, welche hier integriert wurde. Die URLs für die verschiedenen Plattformen sind für die ACC-Plattform acc.autodesk.com für den amerikanischen Server und acc.autodesk.eu für den europäischen Server. Für die BIM 360-Plattform b360.autodesk.com für den amerikanischen Server und admin.b360.eu.autodesk.com für den europäischen Server. Hier eine kleine Anmerkung zu der URL, zum europäischen Server. b360.eu.autodesk.com reicht nicht. Es muss immer das Modul vorne dran stehen, zum Beispiel admin.b360.eu.autodesk.com oder docs.b360.eu.autodesk.com. Beide Plattformen sind sich ähnlich, auch wenn sie sich in Einzelaspekten etwas unterscheiden. Die ACC wurde eingeführt, um das akquirierte Plangrid auf einer Plattform zu integrieren. Da der Fokus der Entwicklung gerade auf der ACC-Plattform liegt, werden wir hier den Schwerpunkt auf die ACC-Plattform legen. Wir werden aber auch die Punkte aufzeigen, wo sich die beiden Plattformen etwas unterscheiden. In dieser Präsentation sehen Sie, wie Abteilungen mit unterschiedlichen Produkten in der Cloud zusammenarbeiten können. Diese Produkte sind in uns zum Beispiel AutoCAD Plan 3D, Advanced Steel und Revit. Bei AutoCAD Plan 3D gehe ich davon aus, dass Sie schon erste Erfahrungen mit Collaboration Projects bzw. auf Deutsch Zusammenarbeitsprojekte gesammelt haben. Wir werden uns folgende Module in BIM 360 bzw. ACC genauer ansehen. Da ist der Account Admin, der Project Admin, Docs bzw. Document Management, wie es in BIM 360 heißt, Design Collaboration, Model Coordination und Insight. Im Account Admin und im Project Admin führe ich administrative Aufgaben durch. Ich erstelle Projekte, füge Benutzer hinzu, weise diesen Rollen und Unternehmen zu, vergebe Rechte und aktiviere Webdienste bzw. die Module, wie sie auch genannt werden. Das Docs ist meine Datenressource. Hier liegen meine Datenzeichnungen und die vollständigen Plan 3D Zusammenarbeitsprojekte. Das Docs bildet die Ressource für andere Module wie die Module Design Collaboration und Model Coordination. Im Modul Design Collaboration findet die eigentliche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen statt. Hier werden Daten zu Paketen verschnürt und ausgetauscht. Wir werden einen Fokus auf dieses Modul setzen. Im Modul Model Coordination führen wir sozusagen das Naviswork der Cloud aus. Hier können wir eine Kollisionsprüfung auf Englisch Clash Detection durchführen.
Im Modul Insight sehen Sie in einem Dashboard die neuesten Informationen zum Projekt, darunter auch, ob ein Paket freigegeben wurde. Beginnen wir mit dem Account Admin. Im Account Admin sehe ich alle schon vorhandenen Projekte in der Autodesk Construction Cloud für den entsprechenden Account. Am Symbol in der Spalte Type kann ich erkennen, ob es sich um ein Projekt auf der BIM 360-Plattform oder aber sich um ein Projekt auf der ACC-Plattform handelt. Das B steht für ein BIM 360-Projekt, der Globus dagegen für ein ACC-Plattformprojekt. Im Account Admin erstelle ich auch ein neues Projekt, und zwar je nachdem, auf welcher URL ich bin, entweder ein ACC-Projekt oder aber ein BIM 360-Projekt, entweder auf einem amerikanischen Server oder aber auf einem europäischen Server. So, das ist meine URL gerade, und ich erstelle, wenn ich hier auf Create Project klicke, ein ACC-Projekt auf dem amerikanischen Server. Hierzu klicke ich im Knoten Projects auf den Button Create Project an. Im aufpoppenden Dialog fülle ich die entsprechenden Felder aus und klicke dann anschließend auf Create Project. Alle Felder, die einen roten Stern haben, sind Pflichtfelder. Create Project. Ein kleiner Hinweis. Hat eine Person nur die Berechtigung eines Project Admins und nicht die eines Account Admins, dann kann er auf der BIM 360 Plattform keine Projekte erstellen. Aber auf der ACC Plattform. Das ist ein bedeutender Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen. Achtung, ACC wechselt sofort zum Project Admin, aber ich bin noch nicht fertig beim Account Admin, also zurück. Im Knoten Members kann ich Personen von meiner oder aber von anderen Firmen hinzufügen. Diese kann ich dann in den eigentlichen Projekten verwenden. Bei den einzelnen Personen kann ich schon hier Standardberechtigungen versetzen. Diese können dann in den einzelnen Projekten überschrieben werden. Auch können die Personen zu bestimmten Rollen oder zu bestimmten Unternehmen zugewiesen werden. In einem ACC-Plattformprojekt können nicht direkt Roles und Companies erstellt werden. Hier wird mit der BIM 360-Plattform zusammengearbeitet. Hierfür klicke ich auf den Knoten BIM 360 Admin und dann je nachdem entweder auf Roles oder auf Companies. Wir wechseln dann zum BIM 360 Account Admin und sehen dann schon dort, wie der entsprechende Reiter ausgewählt ist. Wenn Rollen für Berechtigungen verwendet werden, dann haben sie den Vorteil, dass ein neuer Benutzer diesen nur hinzugefügt werden muss, beziehungsweise ein Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat, nur von der Rolle entfernt werden muss. Die Rechte selbst bei den einzelnen Projekten müssen nicht angepasst werden, die sind schon durch die Rollen definiert. Auch Unternehmen können über den Reiter Companies erstellt werden und können wie Rollen für Berechtigungen verwendet werden. Wir erstellen hier die Rollen, ja, können wir mal ganz kurz löschen nochmal, die Rollen Architekten und Stahlbauer. Add und Stahlbauer. Add. Sie alle erhalten Zugriff auf die Module Docs, Design Collaboration, Model Coordination und Insight. Document Management, Model Coordination, Design Collaboration, Insight. Zurück zum Account Admin von ACC. Knoten Members habe ich viele Personen gelistet.
unter anderem meine Kollegen Edmundo und Martin. Ich öffne nun unser neu erstelltes Projekt, indem ich es im Knoten Projects anklicke. Im Project Admin ist der Knoten Members schon aktiv. Bisher bin ich noch selber als Member hier gesetzt. Deshalb füge ich jetzt meine Kollegen hinzu. Mein Kollege Edmundo wird der Standardrolle Architekten zugeordnet. Und der Firma Autodesk zugewiesen. Außerdem aktiviere ich die Module Design Collaboration, Model Coordination. Docs und Insights sind schon angeschaltet. Meinem Kollegen Martin weise ich die externe Firma als Company zu und er soll Stahlbauer sein. Auch hier müssen die Dienste Module aktiviert werden. Mir selber weise ich die Rolle Autodesk zu und BIM Manager. Auch hier müssen die Module aktiviert werden. Das Aktivieren der Module jeweils beim Anwender ist eine Neuerung beim ACC-Plattform. Auf der BIM 360-Plattform kann nur über das Projekt einer Rolle oder über eine Company die Module aktiviert werden, aber nicht über den Anwender selber. Im Access-Level bei den Members kann ich festlegen, ob ein Mitglied Project Admin sein soll oder aber ein einfaches Projektmitglied. Über die Modulauswahlliste können Sie nun zu den anderen Modulen wechseln. Falls ein aktivierter Dienst nicht sofort erscheint, dann müssen Sie einfach die Seite aktualisieren. Im nächsten Schritt öffnen wir Docs. Hier erstellen wir 3 neue Verzeichnisse namens Architektur, Anlagenbau 1 und Anlagenbau 2. Das ist ein Beispiel für die interdisziplinären Teams aus den verschiedenen Branchen, mit welchen wir dann in Design Collaboration arbeiten werden. Bei Project Files sehen Sie 3 Punkte. Klicken Sie da drauf, dann kann ich aus dem Menü über Add Subfolder das Unterverzeichnis Architektur erstellen. Das gleiche mache ich für die anderen beiden Verzeichnisse. Wenn ich da draufklicke auf die 3 Punkte bei den einzelnen Verzeichnissen, dann finden Sie den Punkt Permissions. Hier kann ich die Berechtigung festlegen. Zum Beispiel für Architektur möchte ich, dass die Architekten Vollzugriff haben. Oder ich wähle auch eine Firma aus, Autodesk, und die sollen editierende Rechte haben. Hier unter der Gruppe Architekten sehen Sie meinen Kollegen Edmundo Meyer gelistet, unter der Firma Autodesk mich selbst und Edmundo. Wenn man mehrfach auftritt,
dann zählt die Berechtigung, die am höchsten ist. Die Berechtigungen werden automatisch auf die Unterverzeichnisse vererbt, können dort aber überschrieben werden. In Docs werden auch die Zusammenarbeitsprojekte von Plan3D gespeichert. Ein BIM360-Projekt bzw. ein ACC-Projekt kann mehrere Plan3D-Zusammenarbeitsprojekte beinhalten. In unserem Szenario habe ich 2 Kollaborationsprojekte erstellt. Hierzu habe ich jeweils ein normales Plan3D-Projekt erstellt und dann im Rippen Collaborate das Projekt freigegeben. Im Dialog wähle ich den passenden Account und das passende BIM360 bzw. ACC-Projekt aus. In Docs sind diese Projekte als 2 Unterverzeichnisse des Verzeichnisses Project Files zu sehen. Auch hier vergeben wir über die Rechte über die 3 kleinen Punkte. Eine kleine Bemerkung hier. Sie können hier sehr spezifische Rechte vergeben. So könnte es zum Beispiel eine Rolle PIN-ID-Zeichner geben, welche im Vollzugriff auf das Unterverzeichnis PIN-ID DWG hat, aber für das restliche Verzeichnis nur View Download. Das bedeutet, dass die Anwender das Projekt im Plan3D öffnen können, aber nur im Knoten PIN-ID-Zeichnung im Projektmanager volle Berechtigung haben. Ansonsten aber nur das Projekt ansehen können, aber nicht editieren bzw. konfigurieren können. Da die beiden Anlagenbauteams sicherstellen wollen, dass nur bestimmte Projektzeichnungen den anderen Teams überhaupt zur Verfügung gestellt werden sollen und es dann auch übersichtlich wird, welche Modelle das sind, kopieren wir einfach die Zeichnung aus dem Plan3D-Modellverzeichnis in das bisher leere Anlagenbau 1 Verzeichnis. Das gleiche führen wir entsprechend mit dem zweiten Anlagenbauprojekt durch. Nun wechseln wir zum Modul Design Collaboration. Hier müssen wir verschiedene Teams erstellen. Mit Teams sind Teams einer spezifischen Branche gemeint, zum Beispiel das Team Architekten, welches entweder Revit oder AutoCAD Architecture verwendet, das Team Stahlbau, welches bevorzugt mit Advanced Steel arbeitet und unsere beiden Plan3D-Teams Anlagenbau 1 und Anlagenbau 2, welche eben mit AutoCAD Plan3D arbeiten. Wenn wir das erste Mal Design Collaboration für dieses ACC-Projekt öffnen, dann werden Sie aufgefordert, das Setup für Design Collaboration abzuschließen. Tun Sie das und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Ein Dialog poppt ab. Sie werden gefragt, wo Sie das Shared-Verzeichnis erstellen wollen. Entweder bei einem benutzerdefinierten Verzeichnis oder aber als Verzeichnis mit dem Namen Shared im Standardpfad Project Files. Belassen Sie es bei dieser Standardeinstellung. Mit dem Haken bei Create a Coordination Space on a Shared Folder wird dieses Verzeichnis als Koordinationsraum bereitgestellt. In diesem Dialog schlägt uns ACC verschiedene Teams vor. Die sind Verzeichnisse aus unserem Docs-Modul.
Wir wählen hier schon mal die Verzeichnisse Anlagenbau 1 und Anlagenbau 2 aus. So, die ersten 2 Teams sind erstellt. Ich füge nur schnell das Team Architecture hinzu. Um jetzt noch ein weiteres Team für unseren Stahlbau hinzuzufügen, klicken wir auf Add Teams und geben im Feld Stahlbau ein. Das Verzeichnis Stahlbau wird dann auch automatisch in Docs erstellt. Nun erstellen wir für die einzelnen Teams noch jeweils den Coordination Space, indem wir jeweils auf den Link Create klicken. Hier können wir einen separaten Namen vergeben. Was ist nun in Docs zu sehen? Es wurde ein Verzeichnis Shared erstellt. In diesem Verzeichnis gibt es 4 Unterverzeichnisse: Architecture, Anlagenbau 1 und 2 und Stahlbau. Das Stahlbauverzeichnis wurde hier angelegt. Hier ist auch noch ein Unterverzeichnis Consumed angelegt worden. Das ist bei jedem Team so. Halt, das ist kein Team, aber das hier. Dazu später mehr. Design Collaboration im Knoten Settings. Im Design Collaboration im Knoten Settings Reiter Teams können nun diese Teams nun die Mitglieder zugewiesen werden. Dazu muss auf die Zahlen der Spalte Members geklickt werden. Die Berechtigungen, welches für dieses Verzeichnis in Docs schon gesetzt wurden, werden hier vererbt. Besser gesagt, sie sind verknüpft. Wird auf diese Seite ein Mitglied hinzugefügt, ist dies dann auch im Docs dann so gesetzt. Wechseln wir noch kurz zum Reiter Manage Project. Das Main-Modell ist nur für Revit, aber nicht für Plan 3D interessant. Wir können es ignorieren. Stellen Sie aber sicher, dass der DWG-Support hier eingeschaltet ist. Nun wechseln wir zur Model Coordination und dort zum Knoten Setting. Hier können wir uns die vorhin erstellten Koordinationsräume ansehen. Es gibt einen generellen Koordinationsraum und dann eines für jedes Team. Wir wechseln jetzt zum Modul Insight. Im Modul Insight sehen wir ein Dashboard mit verschiedenen Reports. Dieses kann natürlich konfiguriert werden und zum Beispiel neue Reports können hinzugefügt werden. Hierfür klicken wir auf das Zahnrad mit dem Wort Customize und dann auf Card Library. Wir setzen einen Haken bei Design Issues und klicken dann auf den Button Add Card. Andere Cards, welche mich nicht so interessieren, blende ich aus. Hierfür kann dann jeweils bei der speziellen Card das Zahnrad anklicken und den Befehl Hide Card auswählen. Mit Drag und Drop kann ich die Cards dann nach meinen Vorstellungen verteilen. Das Dashboard speichere ich nun mit Save. Nun haben wir soweit alles gut eingerichtet und jetzt möchte ich doch mal darin arbeiten.
Beginnen wir mit den beiden Plan3D-Zusammenarbeitsprojekte. Diese sehen wir hier im Docs. Zur Erinnerung, ein ACC-Projekt kann viele Plan3D-Projekte enthalten. Ich kann mir schon mal die Zeichnung direkt im Autodesk Viewer ansehen. Ich wechsle hier zwischen 2D und 3D-Ansicht. Ich möchte jetzt die 3D-Ansicht haben. Sehen wir uns mal die 3D-Ansicht an. Mit dem Button Properties wird die Eigenschaftenpalette geöffnet und ich kann mir wie in Plan 3D die Eigenschaften der einzelnen Komponenten wie Rohrklasse, Kurzbeschreibung etc. ansehen. Weiterhin können Issues erstellt werden. Issues werden direkt in der Zeichnung angelegt. In der rechten Leiste ist ein eigenes Symbol für Issues. Klicke ich hierauf, wähle ich die Art des Issues aus und dann klicke ich auf die bestimmte Komponente in der Zeichnung. Ich gebe hier eine Beschreibung ein. Und kann es einer Person zuweisen und auch sagen, bis wann die Person sich darum gekümmert haben soll. Dann klicke ich auf Submit. Auf der linken Seite sehe ich dann die Issues. Die Issues haben auch einen Status, der kann geändert werden. Hierzu gehe ich in Docs auf die Issues, wähle das Issue aus und kann es hier direkt vom Status her, aber auch bei den anderen Feldern ändern. Schauen wir mal in Insight rein. Dort wird das Issue in der Card Project Issues angezeigt und kann auch direkt von dort aufgerufen werden. Jedes Mal, wenn in Docs eine hochgeladene Datei neu gespeichert wird, dann steigt die Versionsnummer um 1 an. Bei Plan3D passiert es jedes Mal, wenn eine Zeichnung wieder eingeschickt wird. In unserem Planprojekt habe ich etwas hinzugefügt, die Zeichnung gespeichert und eingeschickt. Die Versionsnummer ist um 1 gestiegen. Ich klicke jetzt auf die Version drauf, dieses Fältchen geht auf. Ich klicke dann auf Compare Versions. Wenn ich mehr als 2 Versionen habe, dann kann ich auch auswählen, mit welchen ich das vergleichen möchte. Dann klicke ich auf Compare. Ich kann auswählen, ob ich die 3D oder die 2D-Version miteinander vergleichen möchte und klicke dann hier da drauf. So, Sie sehen hier auf der rechten Seite die einzelnen Änderungen. Alles, was so ein bisschen ausgegraut ist, im Hintergrund ist, hat sich nicht geändert. Hier habe ich einen Abzweig hinzugefügt, neu hinzugefügt und deswegen wird es grün dargestellt. Dadurch wurde diese Rohrleitung hier gesplittet in 2 Rohrleitungssegmente. Das eine wurde modifiziert, das andere dann sozusagen neu hinzugefügt. Die Änderungen können auch als CSV-Datei heruntergeladen werden. Nun wechseln wir zur Design Collaboration. Wir wollen nun unsere freigegebenen Daten mit den anderen Teams austauschen, sodass diese unsere Daten erstmal ansehen und dann auch konsumieren können. Das heißt, bei sich direkt ansehen können oder aber für die Kollisionsprüfung verwenden können. Wechseln wir nun zum Modul Design Collaboration.
Dort oben klicken wir auf die 3 Punkte, um den Projektzeitplan zu sehen. Am Anfang sehen wir hier nur unser Team und das allgemeine Shared-Verzeichnis. Wenn wir dort noch auf den Pfeil nach unten klicken, dann sehen wir auch noch die anderen Teams aufgesplittet. Stahlbau, Architektur, Anlagenbau 2, Anlagenbau 1. Anlagenbau 1 hat den Pfeil gesetzt, ist ganz unten, das ist gerade das aktuelle Team. Wir erstellen nun ein Paket für die anderen Teams. Dafür klicken wir oben im Projektzeitplan auf das Plus-Symbol. Ein Dialog wird angezeigt. Wir selektieren die Rohrleitungszeichnung und klicken dann auf Save. Das Paket ist nun erstellt und muss nun noch geteilt werden. Dafür müssen wir auf Share klicken. Ein Dialog wird angezeigt und wir vergeben Paketnamen und eine kurze Beschreibung. Mit Share wird das Paket dann an den anderen Teams geteilt. Wir sehen das Paket hier mit einem Kreis. Frische Daten sind in einem Rechteck, freigegebene Pakete sind als Kreis dargestellt. Wenn sie freigegeben sind, dann sind die Kreise auch gefüllt. In Docs sind die ausgewählten freigegebenen Modelle des Paketes im Verzeichnis Shared Teamname zu sehen und in unserem Fall im Verzeichnis Shared Anlagenbau. Ich simuliere nun, dass ich von einem anderen Team bin. Dafür klicke ich auf ein anderes Team und nun ist dieses Team aktiv. Das andere Team kann nun den Kreis beim Anlagenbau 1 klicken und sich so die Zeichnung ansehen. Sprich sondieren. Oder auf Englisch Explore. Es gibt hier einen ähnlichen Befehl wie zu dem Befehl Compare in Docs zuvor, Show Changes. Aber hier werden nicht Versionen verglichen, sondern Änderungen am Paket zu einem vorigen Paket des absendenden Teams. Wenn Sie das Modell aber in Ihrem Produkt verwenden wollen, dann klicken Sie auf den Button Consume. Beim Paket steht nun nicht nur der Paketname, sondern auch Consumed On und dann das Datum. Rein technisch werden dann in Docs die Modelle des Pakets im Unterverzeichnis Konsum des Teamverzeichnisses hineinkopiert, und zwar in einem weiteren Unterverzeichnis mit dem Namen des Teams, welches das Paket freigegeben hat. Rein technisch werden dann in Docs die Modelle des Pakets im Unterverzeichnis Consumed des Teamverzeichnisses Anlagenbau 2 hineinkopiert, und zwar in einem weiteren Unterverzeichnis mit dem Namen des Teams, welches das Paket freigegeben hat. Anlagenbau 1. Im Modul Insights sehen wir die erstellten Pakete in der Card Design Packages mit dem Status, zum Beispiel Shared, und wer wann dieses Paket erstellt hat. Das Paket kann direkt von dort aus aufgerufen werden. Auch die anderen Teams erstellen ihre Pakete und sharen sie. Das Team Anlagenbau 2 ist ein Plattenmodell. Das Team Architecture ist eine Revit-Datei. Ein Hinweis beim Paketieren der Revit-Datei: Es muss ein Set und ein Modell ausgewählt werden, sonst wird die Revit-Datei nicht in der Model Coordination angezeigt.
und das Team Stahlbau seine Advanced Steel Datei. Das Team Anlagenbau 2 konsumiert alles und möchte seine Datei mit den anderen Daten auf mögliche Kollisionen hin prüfen. Schon mal den Button Project Modell anklicken. Und noch kurz die Seite hier aktualisieren. Wir sehen nun alle Modelle in einer Ansicht. Einzelne Modelle können ein- und ausgeschaltet werden. Nun wechseln wir zum Modul Modell Coordination. Auf der rechten Seite wechseln wir jeweils das Modellkoordinierungsteam. Nun kann ich für das Anlagenbau 2 Team von allen eigenen und allen konsumierten Modellen jene raussuchen, die mich interessieren. Dafür setze ich hier jeweils einen Haken. Ich habe hier 2 Revit-Modelle. Das sind die beiden Sheets, die zur Verfügung waren, die ich im Paket zusammengestellt habe. Hier wähle ich allerdings nur das Berechnungsmodell aus. Danach klicke ich auf View, um mir die Kollisionsprüfung anzeigen zu lassen. Im linken Rahmen wechsle ich nun schon zu dem Button Clashes, um die Kollisionen mir visuell anzeigen zu lassen. Hier kann ich dann auswählen, welches mein Primary-Modell sein soll und mit welchen Modellen ich es auf eine Kollisionsprüfung prüfen lassen möchte. Wechsle ich jetzt nun zum Knoten Issues, kann ich mir schon vorhandene Issues ansehen oder auch ein neues erstellen. Dafür klicke ich hier auf Create Issue. Dann klicke ich hier die entsprechende Komponente aus. Ich kann hier eine Beschreibung vergeben. Ich kann es an jemanden zuweisen, ein entsprechendes Datum setzen, einen Kommentar hinzufügen und verschicken. Ist das Problem gelöst, dann kann das Issue über den Status geschlossen werden. Häufig wird aber der Fall auftreten, dass ich meine eigenen Modelle hier anpasse, um die Kollision zu vermeiden. Das heißt zum Beispiel, ich lade mein Planprojekt in AutoCAD Plan 3D, ändere die Zeichnung und checke sie neu ein. Im Modell Coordination kann ich nochmal schnell prüfen, ob es weiterhin eine Kollision gibt. Danach erstelle ich ein neues Paket und stelle es anderen zur Verfügung. So arbeitet jedes Team für sich und alle zusammen. Es ist nicht nötig, dass ich als Planbenutzer Revit zur Verfügung habe. Auch so kann ich eine Kollisionsprüfung mit Revit-Dateien durchführen. Und umgekehrt. Alle Arten von DWG, Revit und IFC-Dateien können miteinander verglichen werden. Seit neuestem werden auch NWC-Dateien unterstützt.
Und dies in einer sicheren Umgebung mit sehr spezifischen Rechten. Auch ermöglicht die Speicherung in der Cloud, dass verteilte Büros eines Unternehmens oder aber auch unterschiedliche Firmen weltweit zusammenarbeiten können, mit entsprechenden Rechten an einem großen Projekt zusammenfinden und nahtlos zusammenarbeiten können. Hiermit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in eine neue Welt der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teams geben und dabei Ihr Interesse wecken. Einen schönen guten Tag, Ihr Bernd Gerstenberger.